In der letzten Folge ging es Joanna nicht gut. Das Fieber ist leider immer noch da und Joanna legt sich jetzt erstmal tagsüber hin und unter einem dicken Berg von Decken, Kissen und so weiter wird sie erstmal einige Stunden schlafen und Energie sammeln. Halb 4 und ich glaube, ich bin zurückgekehrt zu der Welt der Lebendigen. Ich habe jetzt geschlafen sehr lange und es scheint, ich habe gar kein Fieber mehr, was mich sehr freut. Das Einzige, was noch geblieben ist, ist dieser stechende Schmerz hier. Ja, und jetzt gehe ich endlich meine Haare waschen und dann schauen wir. 3 Tage fast vom Urlaub einfach komplett rausgenommen. Ich hoffe wirklich, dass Jens jetzt gesund wird und wir nicht einander anstecken werden. Ich werde versuchen, Räume mit so mega Klimaanlagen einfach zu vermeiden, weil das, klar, ich konnte das im Flugzeug auch bekommen oder früher sogar, aber ich bin mir sicher, dass die starke Klimaanlage mein Immunsystem einfach geschwächt hat. Das Duschen hier ist ein bisschen herausfordernd, weil entweder gießt man das Wasser hier und das ist Tapete, oder man gießt das Wasser hier und überflutet das ganze Bad. Gegebenenfalls kann man auf die Wand hinter mir gießen. Das ist eigentlich die einzige Lösung. Und Duschkopfhalter ist hier. Das heißt, das Einzige, was man machen kann, ist in einer Hand die Dusche halten und mit einer Hand versuchen, diese Fläschchen hier zu öffnen und sich zu duschen damit. Ich habe Essen mitgebracht, damit Joanna nicht so weit laufen muss und habe leider meinen Thunfischsalat in einer Tüte bekommen. Es wird lustig, das zu essen. Und was gibt's bei dir, Joanna? Das Übliche. Sticky Mango Reis, weil das ist das, was ich vertrage und drin behalten kann. Einen guten Appetit. Es war schwierig, eine Gabel zu bekommen. Ich habe ihr gesagt, was ich haben will. Habe dann so hier gezeigt, so hier oder so hier. Dann hat sie mir Stäbchen mitgebracht. Und naja, dann irgendwann habe ich Gabel bekommen. Oder sie mit dir nicht retten wollte. Ja, ich krieg's nicht auf. Ich muss verhungern vor dieser Tüte. Scheiße. Es ist so ein Bastelding hier mit diesem Gummi. Nee, warte, nee. Ich will selbst mein Essen erobern. Okay, du kannst helfen. Ihr habt euch abgesprochen, oder? Du weißt, wie sie es zugemacht hat. Man muss es einfach nur verstehen. Ich wollte es nicht verstehen, ich wollte es nur offen haben. Du musst meinen Salat jetzt aus der Tüte futtern. Ich finde sowieso viel zu viel Plastik hier. Das ist ja so. Was für eine Erleichterung für meinen Körper. Mach ich nicht mal liegen zu müssen? Oder mal Sich liegen wieder stehen? normal fühlen. So gut. Ich fühle mich, als ob jemand so ein 50 Kilo Gewicht aus mir wegnehmen würde, weißt du? Wir versuchen jetzt noch mal ein Stückchen weiter zu gehen. Wir haben jetzt 18 Uhr. Die Sonne geht bald unter. Mal sehen, wie weit es Joanna schafft. Wir haben keine Klamotten mehr, weil alles ist bei der Wäscherei und deswegen musste ich so eher zufällige Sachen anziehen. Die zufällig in deinem Koffer waren? Ja, es passt halt nicht ganz zusammen. Also. Erzähl's. Ich habe Ibuprofen bekommen. Ich weiß nicht, ob wir es immer noch brauchen, aber schadet nicht. Hier ist Ibuprofen nur in der Apotheke zu kaufen. Ein Kauf von solchen Medikamenten wie Ibuprofen scheint hier eine große Sache zu sein. Ich wurde auf Nebenwirkungen und Allergien hingewiesen, gefragt, ob ich Allergie gegen Ibuprofen habe, warum sollte ich das denn kaufen, und generell wurde ich beraten wie bei einem Arztbesuch. Und du, ich habe es geschafft.
Was hast du geschafft bis hierher? Ja. Ja, wir sind ja noch nicht am Strand. Nicht weit von unserer Unterkunft befindet sich einer der charmantesten Orte auf Koh Samui, Fisherman's Village. Früher war es tatsächlich ein Fischerdorf. Heute sind die alten chinesisch-thailändischen Holzhäuser in schicke Cafés, Boutiquen und Restaurants umgewandelt worden. Ich möchte gucken. Jeden Freitagabend verwandelt sich das Dorf in einen Nachtmarkt, wo man Streetfood, Souvenirs und lokale Handwerkskunst findet. Zum Glück haben wir heute Freitag. Das Wasser sah vielleicht nicht gerade nach einer Postkartenidylle aus, aber der Strand war wirklich nett. Und da ich mich endlich besser fühlte, hatte ich plötzlich das Gefühl, kilometerweit laufen zu können und hatte eine sehr große Lust auf einen epischen Strandspaziergang. Doch zum Glück gibt es Jens, die Stimme der Vernunft und meinen persönlichen Schutzengel gegen spontane Selbstüberschätzung, der mich sanft, aber bestimmt davon abhält. Ein kluger Mann. Ich war natürlich überhaupt nicht einverstanden und versuchte zu protestieren, aber leider hatte Jens die stärkeren Argumente. Also blieb mir nichts anderes übrig, als mich widerwillig umkehren zu lassen und beleidigt zu gucken. Aber zum Glück war es auf dem Nachtmarkt so interessant, dass ich schnell vergessen habe, dass ich eigentlich beleidigt sein wollte. Essen, Lichter und Gerüche, überall gab es etwas zu entdecken. Wir sind von Stand zu Stand geschlendert und haben uns die ungewöhnlichen Sachen angesehen. So. Was ist passiert? In der ganzen Straße war ein kleines Loch und natürlich bin ich da reingetreten und da war Wasser drin. Warum wundert mich das nicht? Ja, das sieht eher aus wie Midnight Market hier links, da gehen wir hin. Street Food. Beefsteak. Und mein Kopf ist abgeschnitten. Was ist wichtiger jetzt? Entweder ist Steak abgeschnitten oder dein Kopf. Der Nachtmarkt ist ein Paradies für alle, die gerne essen. Es gibt unglaublich viel Auswahl. Während Jens sich das eine oder andere gönnt, lässt bei mir aber schon der bloße Gedanke an Essen die Übelkeit wieder hochkriechen. Auch die gerösteten Insekten, die ich sonst aus reiner Neugier gerne probiert hätte, sind heute für mich ein No-Go. Langsam kehren wir um, weil mich die Kräfte schnell verlassen. Jens hat mich letztendlich zu einem Pfannkuchen überredet, damit ich endlich was esse. Ein Abendsnack und jetzt geht's nach Hause. Ich nahm das Ding mit, trug es tapfer bis ins Hotel und vergaß es dort sofort. Ich habe diesen Pancake nie gegessen. Er ist da irgendwo liegen geblieben,
vergessen und unberührt. Ruhe in Frieden, kleiner Pancake. Hi. Thank you. Es wirkt irgendwie sinnlos, insektentötende Lampen mitten in einem tropischen Garten aufzustellen, als ob man Regen aus dem Regenwald verbannen wollte. Mücken werden eher von der Körperwärme oder Geruch angezogen. Stattdessen töten die Lampen oft harmlose Insekten oder sogar nützliche Nachtfalter. Es scheint eher, als ob es die Gäste beruhigen soll. Mehr nicht. Eine weitere Katze taucht am Abend vor unserer Tür auf. Sie sitzt da, miaut herzzerreißend und gibt alles, um uns zu überzeugen, dass sie eigentlich hierher gehört. Und man muss zugeben, sie ist überzeugend. Am liebsten würde sie einfach einziehen und uns adoptieren. So, ich habe wieder Frühstück geholt, diesmal etwas anderes und kein Mango Sticky Rice für Joanna. Für mich den wichtigen Bananenshake und dann muss ich hier erstmal auspacken. Und da kommt sie schon, die Dame des Hauses. Wie geht's dir heute Morgen? Scheint besser zu sein. Ich habe kein Fieber mehr, Hat sie gestern schon mal gesagt, oder? aber heute habe ich noch weniger. Also noch weniger als kein. Gestern hatte ich am Morgen noch 38 und heute nur noch 37,5. Okay. Ich glaube, wir haben nur eine Gabel und einen Löffel. Schaffen wir. Mal wieder war das ein harter Kampf zwischen Jens und den Plastikverpackungen. Ich habe das hier für dich gedacht. Oh, ist heiß. Irgend so hoffentlich leicht verdaulich. Ich weiß nicht, was das ist, die Gewürze oder so. Hier kann nur Reis drin sein. Das da hier drauf. Das ist echt krass, dass man sich das selbst kochen muss quasi. Kompliziert. So Takeaway heißt nicht, dass man es direkt essen kann immer. Heiß, 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 heiß. Das ist sehr viel, was da reinpassen muss in diese kleine Schüssel. Muss ja nicht. Jetzt kriegen wir hier irgendwie das Ding auf. Ist schwieriger, als man denkt. Und schwieriger, als es aussieht. Dann gibt es genau eine Gabel und einen Löffel. Ich denke, der Löffel ist für dich. Wir haben jetzt alles zusammengepackt hier. Sieht kaum noch chaotisch aus. Jetzt versuchen wir hier unser Gepäck irgendwo zu deponieren und gehen zur Reinigung unsere sauberen Klamotten abholen. Hoffentlich, sonst haben wir keine mehr. Und dann müssen sie noch da reinpassen. Müssen sie nicht, können wir so. Und dann suchen wir uns ein Taxi oder sowas und fahren zu unserer neuen Unterkunft, die wir dann weitere 2 Nächte gebucht haben. Habt ihr schon Joannas coole Sonnenbrille bewundert? Yes. I think so. Yeah, that's my name at least. Is it our noses? I think so. Hard to see. But we need to pay. Thank you very much. Thank you. Wir haben jetzt 3 Kilogramm Wäsche wiederbekommen und mussten 142 Baht bezahlen. Das sind so 4,50 Euro, glaube ich. Geht. Ja. Wir gehen zurück und suchen uns einen Fahrer, der uns zurück zu unserer Unterkunft bringen soll. Wie es bei uns so üblich ist, buchen wir Übernachtungen auch hier ziemlich spontan. Das bedeutet, dass wir ein Zimmer meistens für 2 bis 3 Nächte haben, bevor wir weiterziehen müssen. So, wir haben jetzt hier so eine App, sagen jetzt, wo wir sind und wo wir hinwollen. Find the driver. 5 Stars. Und die Fahrer bieten unterschiedliche Preise an. So, der Fahrer kommt in 3 Minuten. Da ist er schon. Wir brauchen unser Gepäck schnell.
See you. Have a nice day. Sawadika. Mimi hat uns zum Taxi gebracht und verabschiedet. Ein bisschen schade, diesen Ort zu verlassen. Wir haben uns hier wirklich wohl gefühlt. Aber das Abenteuer muss weitergehen. Ja, jetzt geht's los und wir können die Strecke auf dem Handy verfolgen. Und zahlen 350 Cash. Am Ort übernimmt alles Jens an der Rezeption, während ich mich erstmal hinsetze. So richtig fit bin ich noch nicht und einchecken oder auschecken dauert in Thailand meistens ziemlich lange. We open 24 hours, and on this building, on the third floor, we have a gym. So the gym open from 7 a.m. and close at 8 p.m. Das Zimmer ist auf den ersten Blick ganz schick und komfortabel. Es ist alles da, was man braucht. Es gibt überall an, dass wir Honeymoon haben. Und dann warten solche Überraschungen auf uns. Sieht cool aus. Das Bad, naja, eher funktional. Und ich frage mich immer wieder, wer möchte in so einem Bad wirklich die Badewanne nutzen? Das Außengelände ist schick angelegt. Schöne Wege durch Grün und alles führt zum Pool. Am Pool weiter geht es dann zum Meer mit direktem Wasserzugang und einer kleinen Terrasse, wo man abends schön sitzen kann. Das Wasser sieht sauber aus und lädt ein, hineinzugehen. Das Seltsame an diesem Zimmer ist, dass man das Gefühl hat, draußen läuft eine Live-Show und wir sind die Hauptdarsteller. Durch die große Glasfront scheint jeder vorbeigehende Blick hineinzudringen. Dazu hört man jedes Gespräch und jeden Schritt, als würde alles direkt neben dem Bett passieren. So, jetzt haben wir am 8. haben wir die Fähre. Heute ist Montag. Wie fit bist du? Geht. Geht so. Ist nicht schlimm. Und ich habe Ingwertee gefunden. Da es mir einigermaßen besser geht, beschließen wir, die Gegend ein wenig zu erkunden und nach einem Roller zum Ausleihen zu schauen. Nach ein paar Tagen im Liegen wird es endlich Zeit, mal etwas zu besichtigen. Der Rollerverleih ist nur 2 Straßen weiter, direkt neben einem Maßschneider, der mit sehr überzeugenden Fotos für seine Dienste wirbt. Bisher unerfahren, wie man Roller in Thailand mietet, dauert es eine Weile, bis wir alles gelesen, verstanden und geprüft haben. Letztlich entscheiden wir uns für einen kleinen Roller. Nichts Besonderes, aber für einen Tag wird es schon gehen. Joanna ist besonders stolz auf ihren Helm mit Dinosauriern und Gelb. Awesome. Also, yeah. Put in the phone. But when you drive very slowly, yeah. This one, okay? Yeah. And the jumping. Okay? Jetzt weiß ich auch, wofür diese Flaschen sind. Es ist natürlich kein Alkohol, sondern Sprit, der uns noch verkauft wird. Der Roller ist nämlich, anders als in Deutschland üblich, nicht voll. Und wir werden auch später noch feststellen, dass es in Thailand nicht unüblich ist, den Roller voll zu bekommen und voll wieder hinzustellen. Hier allerdings nicht. Und wir wollten unbedingt sehen, wie er diese Flaschen da reinschüttet. Also entscheiden wir uns für 4 Liter oder zumindest das, was er als Liter definiert. In Thailand scheint gerade Wahlzeit zu sein, denn hier und da fahren Autos herum, die laute Musik abspielen und dabei irgendein Geschrei durch die Lautsprecher jagen. Offensichtlich sind das die Wahlkampfwagen der einzelnen Kandidaten. Für unsere Ohren klingt das eher wie eine aggressive Werbeattacke als eine politische Kampagne, aber es scheint hier ganz normal zu sein.
Die Handyhalterung macht keinen sehr vertrauenserweckenden Eindruck und ich habe etwas Angst, dass das teure Handy runterfällt. Zum Glück ist es nicht meins, sondern das von Joanna. Sehr lustig. Denn meins hat nicht in die Halterung gepasst. Jens meistert den Linksverkehr souverän, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Ganz entspannt und routiniert, zumindest macht er nach außen einen solchen Eindruck. Ich fühle mich jedenfalls ganz sicher dahinter. Während wir durch die Straßen fahren, könnt ihr sehen, wie eine typische Gegend hier im Süden aussieht. Es gibt kleine Bars und Restaurants, Läden mit Touristenkrams und gar Küchen. Besonders auffällig sind die unzähligen Roller, die wirklich überall stehen. Und nein, das sind keine Rollenverleihe, das sind einfach ganz normale geparkte Roller. Hier gibt es definitiv mehr von ihnen als Autos und sie werden genauso von Touristen wie von Einheimischen genutzt, weil man damit überall durchkommt und überall hinpasst. Es geht mir heute erstmal ganz gut, aber leider kämpfe ich weiterhin mit permanenter Übelkeit, die sich zwischendurch verschlimmert. Deshalb nutzen wir den kleinen Aussichtspunkt für eine Pause. Ich habe hier einen Dinosaurier. Vermutlich kann man dich nicht hören. Aber die Dinosaurier ist mega cool. Was ist hier? Auch ein Dinosaurier? Auch ein Dinosaurier. Auf unserem Weg liegt der Wat Kunaram-Tempel, also machen wir einen kurzen Stopp. Hier befindet sich eine der bedeutendsten religiösen Figuren von Koh Samui, Luang Pho Deng, ein Mönch, der in einer Meditationshaltung hinter einer Glasscheibe sitzt. Mit seiner Sonnenbrille sieht er ziemlich cool aus, aber er ist auch tot. Er verstarb 1973 im Alter von 79 Jahren während der Meditation und wurde anschließend auf natürliche Weise mumifiziert. Wie konnte das passieren? Bevor er starb, unterzog er sich monatelang einem strengen Fasten und intensiver Meditation. Dadurch hatte sein Körper kaum Fett und wenig Feuchtigkeit, stattdessen eine hohe Konzentration an Kräutern, die er regelmäßig zu sich nahm. Und obwohl Koh Samui feucht ist, gibt es genügend heiße, trockene Tage, die seinen Körper weiter austrockneten und so die Mumifizierung begünstigten. Die Sonnenbrille hat er übrigens nicht aus Stylegründen bekommen. Sie soll einfach verhindern, dass Besucher direkt in seine leeren Augenhöhlen blicken müssen. Ohne sie wäre der Anblick wohl doch etwas gruselig. Der Tempel ist für Einheimische ein Ort der Verehrung
Und während unserer kurzen Zeit dort kamen mehrere Gläubige, um vor dem Mönch zu beten. Während wir überlegen, ob wir uns auch den Tempel anschauen sollen, fällt uns ein Schild ins Auge, das für ein Elefantensanctuary wirbt. Diese Sanctuaries gelten als Rettungsstationen für Elefanten, oder zumindest bezeichnen sie sich selbst so. Man findet sie überall in Thailand. No riding. Stop elephant shoulder. Ja. Neugierig geworden, beschließen wir, einen Blick darauf zu werfen. Auf dem Schild sieht alles völlig in Ordnung aus. Kein Elefantenreiten, das wäre ja böse. Keine Elefantenshows. Das sollte selbstverständlich sein, schließlich werden die Tiere ja angeblich genau davor gerettet. Wir haben zwar nicht unbedingt vor, sofort heute reinzugehen, aber am Eingang unterhalten wir uns kurz mit den Mitarbeitern, um mehr zu erfahren, insofern die Sprachbarriere es erlaubt. Ihre Erzählungen über die geretteten Elefanten sind beeindruckend und rührend, so dass wir sogar ein paar Baht als Spende dalassen. Schließlich überlegen wir, am nächsten Tag zurückzukommen, um die Tiere mit eigenen Augen zu sehen. Wir haben das Ganze dort nicht gefilmt und das ist natürlich hier kein Elefant, sondern sind wir nach dem Gespräch mit den Mitarbeitern umgekehrt. Das ist ja mal cooles Ding. So eins wollte ich immer haben. Nur Jens hat irgendwie was dagegen. Verstehe ich nicht. Bei uns auch, oder? Den gibt es bei uns nicht. Nee. Nee. Also nicht so groß. Doch als wir das Gespräch mit den Sanctuary-Mitarbeitern nochmal im Kopf durchgehen, fühlt sich plötzlich etwas falsch an. Irgendein schiefer Ton mischt sich in die rührende Melodie. Sie haben gesagt, dass wir zu jeder beliebigen Uhrzeit einen Slot buchen können, um mit den Elefanten zu baden. Wann immer wir wollen, den ganzen Tag über. Aber warum sollte ein Elefant immer dann baden wollen, wenn es uns gerade passt? Und wenn er nicht will, will er dann dazu gezwungen? Mögen Elefanten überhaupt das ständige Baden mit Menschen? Und dann noch die Geschichte mit der Rettung. Wenn diese Elefanten wirklich von den bösen Ausbeutern gerettet wurden, die zuvor Elefantenreiten und Shows angeboten haben, bedeutet das nicht, dass diese Leute nun Geld haben, um sich einen neuen, jüngeren Elefanten zu kaufen? Einen, der das alte, vielleicht kranke Tier ersetzt? Diese Fragen lassen uns nicht los. Also später im Hotel setzen wir uns hin und fangen an zu recherchieren. Und schaut euch das mal an. Drücke jetzt Pause. Und wenn du die nachfolgenden Szenen nicht sehen möchtest, dann spule vor bis Minute 31 oder schließe zumindest die Augen. Es stellt sich heraus, dass man gar nicht so viel Recherche braucht. Wir fragen einfach ChatGPT, ob Elefanten gerne mit Menschen baden. Und die Antwort ist eindeutig: Nein, sie werden dazu gezwungen. Die Recherche im Internet sagt übrigens das Gleiche. Also machen wir eine kleine Tour durch Google Maps und schauen uns die Orte an, in welchen man mit Elefanten zu tun haben kann, wenn man dafür bezahlt. Wir beginnen mit Orten, die keine Sanctuaries sind. Einige von ihnen haben ziemlich schlechte Bewertungen, was uns wertvolle Einblicke gibt. Und ich warne euch, es ist heftig. Starten wir mit der selbstverständlichen Tierquälerei, also Elefantenshows. Es gibt sehr viele von ihnen in Thailand. Das erwähne ich eigentlich nur wegen diesem Kommentar. Hier schreibt jemand, dass er die Shows total in Ordnung findet. Er war nicht dort, aber er würde jederzeit hingehen, weil sie den Menschen ein Stück Natur näher bringen und leisten einen wertvollen Beitrag dadurch. Und er versteht die Hysterie nicht darum. Also, wenn man sich die Bilder dieser Naturerlebnisse ansieht, dann merkt man, dass die Tiere völlig unnatürliche Posen einnehmen und sich unnatürlich verhalten müssen. Also recherchiere ich, wie sie dazu gezwungen werden.
Ich frage mich, ob der Autor dieses Kommentars sich wohl auch die Mühe gemacht hat, zu recherchieren, bevor er das schrieb, oder ob er einfach blind und ohne jede Reflexion gehandelt hat. Was man hier sieht, ist das Brechen der Elefantenseele, auch bekannt als Crushing. Dabei wird ein Elefant an Pfosten gefesselt, so dass er sich nicht bewegen kann, und dann so lange geschlagen und gequält, bis er seinen Willen verliert. Das passiert schon bei Babyelefanten, die man von ihren Müttern wegnimmt. Und so werden den kleinen Elefanten die Kunststücke beigebracht. Ist das nicht schön, wie uns die Natur näher gebracht wird? Die Links zu dem Video und zu dem Artikel findet ihr unten in der Beschreibung. So etwas wie ethische Elefantenshows gibt es nicht. Ich möchte mich also auf dieses Thema gar nicht weiter konzentrieren. Schauen wir uns die anderen Orte an. Die sogenannten Elefantencamps. Ich habe gelernt, immer auf die negativen Bewertungen zu schauen. Ja, manche sind von Leuten, die sich beklagen, dass sie zu kurz auf einem Elefanten reiten durften oder dass das Essen nicht gut war, aber es gibt hier auch Leute, die mehr sehen als die durchschnittlichen Massentouristen. Und diese Kommentare sind am lesenswertesten. Einige Camps werben mit Elefantenreiten, andere mit Baden, die meisten mit beidem. Und wir haben hier solche Bilder. Angekettete Tiere, die alleine sind, ohne Kontakt zu anderen Elefanten, und man sieht, dass sie sich kaum bewegen können. Manche sind sogar an 2 Beinen eng angekettet, so dass nicht mal ein Schritt möglich ist. Und hier ein weiteres Camp zeigt, wie Elefanten ins Meer gezwungen werden, was für sie völlig unnatürlich ist. Kommentare berichten von Wächtern mit kleinen Pickäxten, mit denen sie die Tiere verletzen, wenn sie nicht gehorchen, und die Fotos beweisen es. Und ein weiteres Bild, ein Elefant mit beiden Vorderbeinen angekettet, und die sind echt extrem eng auf diesem Foto. Das Elefant steht ganz normal und die Ketten sind schon sehr angespannt. Und wahrscheinlich ist das mehrere Stunden lang so. So ein weiteres, ich öffne die schlechtesten Bewertungen und schon schreien einige von ihnen, dass es Tierquälerei ist. Angekettet, abgemagert haben wir auch hier. Dann haben wir etwas, was sich ganz freundlich Elephant Family nennt. Und hier lesen wir auch in mehreren Kommentaren, dass die Elefanten mit Pickäxten zur Gehorsamkeit gezwungen werden, was mit Fotos nachgewiesen ist. Ich werde euch nicht weiter mit diesen Bildern quälen, ihr versteht ja, worum es geht. Alles wird getan, um Geld zu verdienen, und Touristen bezahlen dafür und freuen sich noch, außer diese, die nicht nur schauen, sondern auch sehen. Das waren aber keine Sanctuaries. Werfen wir also einen kurzen Blick auf die sich so nennen. Die Bewertungen sind hervorragend, 4.9, 4.8, 4.7. Doch ein Blick in die Ein-Stern-Bewertungen offenbart eine ganz andere Realität. Oft werden die Elefanten nur für Touristen freigelassen, sprich kurzzeitig von ihren Ketten befreit, damit Besucher schöne Fotos machen können. Nach ein paar Stunden werden sie wieder eingesperrt und stehen da alleine, oft auf einem Betonboden. Das Geschäft steht an erster Stelle, nicht das Wohl der Tiere. Einige Elefanten sind sogar an Bäume angekettet und in manchen Fällen müssen sie sogar Tricks vorführen, um die Touristen zu unterhalten. Mit Touristenbaden Standardprogramm, auch in den Sanctuaries. Viele Fotos zeigen Touristen, die mit den Elefanten kuscheln. Eine seltsame Vorstellung für einen Ort, der angeblich für Respekt und Würde gegenüber den wilden Tieren steht. Noch schlimmer, mehrere Kommentare berichten von Elefanten, die in Sanctuaries geschlagen werden, teils sogar mit Metallröhren. Andere Bilder zeigen, wie stressig diese Badesessions für die Tiere sein können. Stellt euch vor, ihr wärt hier an ihrer Stelle. Und zum Schluss, hier ist das Sanctuary, das wir heute mit unserem Geld unterstützt haben. Es gibt nur 70 Bewertungen, also nicht viele negative Kommentare, aber auch hier finden wir Hinweise auf Tierquälerei. Und dieses Kommentar gibt uns einen interessanten Einblick. 1000 Baht 15 Minuten. Alles ist perfekt inszeniert für ein spektakuläres Video.
3 Minuten Leckerlis geben, 3 Minuten füttern, 2 Minuten waschen, 2 Minuten bürsten, 3 Minuten Spaziergang, Gruppenfoto, fertig, nächster bitte. Von echter Freiheit der Elefanten keine Spur. Kein direkter Zwang, aber auch keine Möglichkeit, irgendwas selbst zu entscheiden. Und jetzt stellt euch vor, dass ihr diesen durchgetakteten Rhythmus den ganzen Tag als Elefant durchmachen müsst. Wir fahren weiter und es dauert nicht lange, bis wir einen Elefanten sehen. Wir würden gern sagen, dass wir ihn in freier Wildbahn getroffen haben und uns über den Anblick freuen. Aber leider nicht wirklich. Auf seinem Rücken sitzen Touristen, fröhlich lachend. Für sie ist es ein schönes Abenteuer, für den Elefanten eher nicht. Wir kommen an einen Wasserfall namens Namyeng. Es ist einer der bekanntesten Wasserfälle auf Koh Samui. Am spektakulärsten sieht er zwar in der Regenzeit aus, aber auch jetzt in der Trockenzeit kann man ihn schon aus ein paar hundert Metern Entfernung hören. Der Wasserfall sieht wirklich schick aus, aber wie an vielen thailändischen Attraktionen stauen sich die Touristen und es ist eher ein Massenereignis als ein romantischer Moment. Wir verzichten auf diesen glatten, nassen Steinen zu balancieren, aber beobachten es. Wer will schon in Thailand ins Krankenhaus kommen? Die Selfies sehen bestimmt fabelhaft aus, aber wir wollen euch lieber zeigen, wie die Realität aussieht. In der Nähe des Parkplatzes befindet sich der Ort, an dem man das Elefantenreiten buchen kann. Wir schauen uns die Gehege an und was wir sehen, ist wirklich erschreckend. Einsame, voneinander isolierte Tiere, die mit dem Kopf oder dem ganzen Körper schaukeln. Dieses Verhalten sieht vielleicht lustig aus für uns, als ob der Elefant tanzt, ist aber ein deutliches Zeichen von starkem Stress, psychischer Belastung und Leid. Menschliche Kinder, die ein Traumata erlebt haben oder vor allem Waisen, verhalten sich oft ähnlich. Es ist ein Mechanismus, um mit Stress, Angst und Unsicherheit umzugehen. Man kann hier Futter für die Elefanten kaufen. Also wer weiß, ob sie regelmäßig gefüttert werden oder ob sie nur darauf angewiesen sind, was sie von den Touristen bekommen. Ganz hinten entdecken wir einen sehr einsamen Elefanten, eingesperrt in einem viel zu kleinen Gehege, der mit dem ganzen Körper hin und her schaukelt. Die Vertiefungen über seinen Augen scheinen kein normales anatomisches Merkmal zu sein, sondern deuten wahrscheinlich auf Abmagerung und schlechte Gesundheit hin. Wir sind natürlich keine Experten, aber normalerweise sieht ein gesunder Elefant eher so aus. Unsere Vermutung bestätigt sich ein wenig, als der Elefant uns bemerkt. Er geht sofort zur Absperrung und streckt seinen Rüssel heraus, in der Hoffnung, etwas zu essen zu bekommen. Gedankenversunken fahren wir langsam wieder in Richtung unseres Hotels. Joanna wird langsam auch immer schwächer und es wird Zeit, wieder ins Bett zu kommen. Im nächsten Teil erlebt ihr, wie die Krankheit nochmal richtig ausholt. Joanna hat immer kleine Hochs, wo sie denkt, es geht ihr besser, doch beim nächsten Mal wird es sie stark umhauen. Und dann erwischt es auch mich.
Wir freuen uns, wenn euch dieser Teil gefallen hat und ihr auch beim nächsten wieder dabei seid. Liked gern den Film, lasst uns einen Kommentar da und teilt den Film mit Freunden oder Bekannten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagen Jens und Joanna.